Herzlich willkommen im Sommer, im heute bewölkten Sommer. Aber ansonsten ist es schon sehr warm. Und um mich vor der Wärme, aber auch vor dem Regen ein bisschen zu schützen, ein bisschen mehr zu schützen außerhalb des Zelts, habe ich heute noch was anderes dabei. Ja, das sieht ja alles fast ein bisschen verlassen aus. Da wächst schon überall das Gemüse durch, ohne die Bodenplane. Mal schauen, dass wir das ein bisschen auf Vordermann bekommen. Ich beginne erstmal hier mit einem Vordach, weil es schaut ein bisschen nach Regen aus. Aber ich habe diese Woche jemanden hier in Schweden kennengelernt, einen Österreicher, der hier auf Urlaub ist. Und den habe ich im Wald gesucht und gefunden. Ich bin da jetzt in einem schwedischen Wald irgendwo und ich habe kürzlich jemanden kennengelernt, der viel in der Natur draußen unterwegs ist und Fotos von Natur und Tieren macht. Und dem würde ich jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Josi? Hallo. Hallo! Hallo. Schön versteckt hier. Ja, Sehr cool. Und hast du was fotografiert heute? na, heute jetzt noch nicht. Ja. Aber sonst andere Mal ist schon oft gut gegangen hier. Ja? Sehr cool. Du bist jetzt auf Schwedenurlaub gerade irgendwie, Ja, oder? wir sind gerade hier in Schweden jetzt. Ja, haben wir schon viele spannende Sachen erlebt und schöne Tiere gesehen. Sehr cool. Musst du ein paar Sachen sagen? Kann ich gern machen. Ja, gehen wir da vorne mal hin. Genau, ich packe hier noch schnell meine Sachen ein. Da, ja, soll ich irgendwas abnehmen? Ja, das Netz kannst du Das vielleicht Tarnnetz, nehmen. genau. Dann sieht mich niemand hier. Ja. Naja, kann ich dir dann erklären, für was das ist. Genau Ah ja, auch. sehr gut. So. Da müssen wir nicht uns verstecken. Also du bist Österreicher Ja, und komme aus dem Burgenland, ganz Aha. unten, da Grenze zu Ungarn, Slowenien. ja, unten rechts quasi, Ja. Osten. Ja. Ja, genau. Was treibt dich so in die Natur? Also du fotografierst und filmst draußen viel. Ja, ich habe schon gerne früher angefangen zu fotografieren und filmen und so Sachen und in der Natur draußen oder mit den Tieren und so. Das habe ich immer gern gemacht. Und jetzt, ja, seitdem ich mir mein Teleobjektiv erspart habe, konnte ich halt dann viel mehr, hatte ich noch ganz andere Möglichkeiten draußen in der Natur aufzunehmen und weil ich halt viel näher rankomme an die Tiere. Und davor habe ich schon immer gern Rehe oder so beobachtet. Und jetzt ist es halt noch mal ganz anders, wenn du dann probierst auf Augenhöhe mit dem richtigen Licht und der richtigen Perspektive und so. Oder halt Spechte und andere Tiere, die ich zu Hause gern aufnehme, ja. Und jetzt in Schweden hast du da ein paar Sachen fotografiert, hast du einen Elch schon gefunden? Nee, Elch haben wir noch nicht gesehen. Ich habe die Spuren schon gesehen und die Hinterlassenschaften. Aber Elch haben wir jetzt noch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, war ein Fischadler. Aha. Direkt am ersten Tag, am Morgen am See war der. Da habe ich den zum ersten Mal gesehen. Dann, was noch ganz besonders war, das war am Freitagabend, wo wir zurückgefahren sind, noch von Norwegen. Ja. Und dort, das war so seitlich, so wie so eine, ja, das war so eine Art Steppe mit so ein paar alten Bäumen, die dazwischen standen. Und wir fahren so vorbei und plötzlich kommt so aus der Wiese, springt was auf den Ast. Und ich dachte erst, ja, wieder Mäusebussard oder so, die sehe ich ja ziemlich oft. Aber dann plötzlich habe ich bemerkt, nee, das bewegt sich einfach anders irgendwie. Wenn man die Tiere öfter beobachtet, merkt man das schon an den Bewegungen. Da habe ich im letzten Moment noch so aus dem Augenwinkel heraus gesehen, dass es eine Eule war auf dem Baum oben. Und dann, ja, sind wir umgedreht im Auto, noch stehen geblieben und die ist neben uns auf den Stecken gesprungen und so. Kann ich dir zeigen, da ein paar Bilder halt von der Eule. Und ja, das war richtig spannend zu sehen, die Eule dort auf dem Baum. Und ich bin dann ausgestiegen. Also, ich probiere halt immer die Tiere nicht zu verscheuchen, aber schon halt irgendwie ein bisschen rankommen. Und da ist eben auch das Tarnnetz hier. Ja, hast du das immer mit dabei oder ist das nur eher so ein Gag, so ein Gimmick? Oder? Es ist Mittel. Also zum Beispiel, wo ich die Spechte aufgenommen habe draußen, da bin ich am Abend so durch den Wald durchspaziert, einfach so. Und dann höre ich plötzlich dieses Fiepen in den Bäumen von den Jungen, die machen immer so. Da habe ich gesehen, dass da oben so eine Spechthöhle war und die Eltern dann zum Füttern kommen. Und die Eltern haben dann auch geschrien eben und die Jungen hören das auch und fangen auch an zu fiepen und haben davor schon gefiept. Und sobald sie dann füttern, sind sie halt still und wenn sie wegfliegen, hörst du es wieder. Und diese Spechte eben, habe ich dann nachgelesen, dass die jedes Jahr eine neue Höhle schlagen und dann andere Vögel auch drin nisten. Und Ah, in den Vorjahreshöhlen Genau. sind neue Vögel ein. Ja. ja, und dann habe ich eine Höhle gefunden, ich glaube, war eine Kohlmeise oder so. Und da lassen sich dann auch gute Aufnahmen entstehen, weil wenn die Vögel immer dorthin fliegen,
haben sie auch Äste, die sie anfliegen davor. Und dann kannst du im Vorhinein positionieren und fokussieren und so weiter. Und dann ist der wirklich da drauf gelandet und dann musst du nur mal Aufnahme drücken und dann kannst du es direkt aufnehmen, die Vögel halt. Und dann habe ich auch eine Spechthöhle gefunden, die nur so 3 Meter hoch war. Da konnte ich dann prima fast aus Augenhöhe fotografieren. Und bei der anderen bin ich eben raufgeklettert, auf den Baum daneben, schon ein bisschen gut weit weg, aber halt so, dass ich gut hinkomme. Und dann habe ich mich eben im Klettergurt bin ich gesessen und habe mich damit halt so drunter reingegeben. Weil es geht ja vor allem darum bei den Tieren, dass die Konturen einfach verschwimmen. Okay, ja. Die ist jetzt nicht so, dass sie dich nicht sehen dürfen, aber die Konturen müssen halt verschwimmen, dass sie dich als Mensch nicht erkennen. Und gerade auch Gesicht und Hände oder so erkennen die dann relativ schnell und rennen weg. Wo im Gegensatz dazu bei Rehen oder so, wenn du dich auch auf den Bauch legst und ranrobbst, werden sie oft noch so neugierig, schauen dich an, fangen auch erst mal an zu kläffen oder so. Weil wenn sie direkt sehen, dass du ein Mensch bist, dann sind sie einfach nur weg. Ja. Und wenn sie kläffen, dann sind sie sich so ein bisschen unsicher, wissen nicht so genau, ja. Auch habe ich so Enten gefilmt am Inn in Oberösterreich. Und dann wollte ich gerade zu meinem Freund rüber gehen und dann habe ich plötzlich da so einen Eisvogel gesehen, 2 Stück. Aha. Und ja, das war spannend, weil dann habe ich probiert, irgendwie halt ranzukommen an die Tiere und bin dann so in die Nähe gegangen. Und dann sind die plötzlich an mir vorbeigeflogen. Und ich habe einfach nur die Kamera genommen, Auslöser gedrückt und habe sie so aus der Hüfte raus verfolgt. Aha. Ich habe da noch nie eine Aufnahme hinbekommen, die scharf war, aber genau bei dem Eisvogel ist er dann scharf vorbeigeflogen. Und ich hatte ihn länger drauf, das war schön, ja. Was auch richtig schön war, das war am Samstagmorgen, bin ich, weiß nicht, so um Viertel vor 5, Viertel nach 5 aufgewacht in der Früh. Weil wenn ich irgendwie so meinen Rhythmus drin habe, dann wache ich meistens so um die Uhrzeit auf. Ist das dein Rhythmus so früh? Ja, wenn ich Schulzeit und so, 5:30, Viertel nach 5 so und dann wache ich auch am Wochenende da auf. Und das finde ich eigentlich schön, dann kann ich rausgehen in der Früh und habe mich eben dann versteckt mit meinem Netz. Das baue ich mir manchmal so auf zu so einer Art Wand, wo ich dahinter sitze und mit der durchschaue. Und dann sehe ich so 200 Meter weit hinten irgendwo auf dem Feld mittendrin so einen Hasen langhoppeln. Ja gut, selbst wenn ich so eine Brennweite habe, bei 200 Meter, da geht nichts. Also da siehst du ihn ganz klein nur irgendwo langlaufen. Und dann ist er direkt auf mich zugelaufen. Also voll auf mich zu. Und ich habe halt Aufnahmen gemacht. 10 Meter ist er vor mir stehen geblieben. Und dann hat er so irgendwas gefressen. Dann hat er mit den Füßen so gemacht. Und dann hat er angefangen, sich so zu putzen. Direkt vor der Kamera. Das war so süß, so 10 Meter davor. Ich habe halt die Aufnahmen gemacht in Zeitlupe, wie er sich so putzt und so. Das war richtig eindrucksvoll, wenn du dich einfach versteckst und merkst, die Tiere sehen dich nicht und leben ihre natürlichen Verhaltensweisen aus. Also sie putzen sich, sie sind nicht jetzt so ängstlich und rennen weg und sind einfach so vor dir. Das ist einfach Erlebnisse, die vergisst man einfach nicht mehr. Das ist Wahnsinn, echt, ja. Was würdest du jemandem raten, der sagt, oh, ich würde das auch mal gerne probieren, so eben Tiere zu fotografieren oder einfach nur zu beobachten? Was ist so eine gute Herangehensweise oder welcher Ort, welche Uhrzeit? Also was immer am besten ist, gerade beim Fotografieren oder so, und wo die Tiere auch einfach am meisten wach sind, ist, wenn du Morgendämmerung, so eine Stunde vor Morgendämmerung, hier in Schweden im Sommer ist das unmöglich. Und die Tiere haben immer ihre Bahnen, die sie zur gleichen Uhrzeit lang gehen. Also zum Beispiel waren bei uns auf so einem Feld immer so am Abend um 5 Rehe. Früher, da hatte ich noch nicht die Kamera und so. Es war im Frühling, da kam das Gras schon raus. Und das ist so ein, was ich beobachtet habe, so ein paar Wochen oder manchmal eine Woche, dass sie das immer das machen. Und dann ändern sie ihre Verhaltensweisen. Und wenn du das halt weißt, dann kannst du sagen, gut, 2 Stunden oder 1 Stunde vorher, dass alles schon wieder Ruhe eingekehrt ist, versteckst du dich dort wo. Und dann kann sehr gut sein, dass die Tiere rankommen dort wieder. Bei Jägerständen muss man ein bisschen aufpassen, wegen den Jägern hatte ich auch schon Begegnungen. Es ist dann, ja, da ist es wichtig, dass man, wenn man merkt, da ist ein Jäger oder so, dass man das abspricht mit den Leuten halt, mit den Jägern dort oder sich halt sofort bemerkbar macht, dass der jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwas schief geht. Das wäre echt nicht toll dabei. Und man den Jägern, die haben ja auch ihre Aufgabe und es ist ja auch wertvoll, was sie machen für den Wald und so, dass man ihnen ihre Tiere jetzt nicht verjagt da draußen, wenn man dann aufsteht und so. Das war jetzt hier in Schweden, da bin ich in der Früh um 5:30 oder so rausgegangen. Und dann habe ich so was Schwarzes schon dort in der Wiese gesehen. Und komme ich näher, dann steht es plötzlich auf. Dann sehe ich, dass ein Wildschwein wegrennt, so ein Eber. Und der war
ja, schon ungefähr so groß. Also so ein Haferfeld, da hat seine Schulter noch drüber rausgeschaut. Und dann stand der Eber da so und ich drehe mich so um auf die Seite und dann steht da einfach ein Reh. Es ist einfach auf mich zugekommen und dann habe ich von dem Fotos gemacht, bin weiter den Weg über eine Kuppe gegangen und dann kam von hinten das Wildschwein wieder mir entgegen. Aber das wurde mir dann ein bisschen zu knapp, da habe ich dann mich bemerkbar gemacht, halt mit ein paar Geräuschen. Und dann hat es halt kurz stillgestanden und ist umgedreht und weggerannt. Ja. Weil ich mag halt nicht, wenn das jetzt ein Eber ist. Ich meine, Eber ist nicht so gefährlich wie Frischlinge. Also eine Mutter, eine Bache mit Frischlingen, das ist dann nicht mehr lustig, da muss man wirklich aufpassen. Ja. Aber der war nicht angriffslustig oder so, der hat dann das Weite gesucht. Sehr gut. Ja, das sind so die Momente, die man wahrscheinlich nur so erlebt, wenn man an dem Zeitpunkt vor Ort ist. Genau. Und sonst kennt man es halt nur von Bildern oder von anderen Dokumentationen, aber das selber Ja. zu erleben ist, glaube ich, spannend. Ja. Ja, das ist das, was mich eben auch so reizt daran, weil du hast so nur ganz selten die Momente, das sind oft Morgende, und wenn das Tier dann da ist, dann hast du halt den Moment plötzlich, den du dann kriegen musst, wo der Fokus passen muss, wo du dich entscheiden musst, ob Video oder Foto oder so. Und das ist halt das, was mich dran reizt, weil es auch nicht so jeder macht irgendwie. Und man halt einfach wunderschöne Aufnahmen machen kann aus der Natur und draußen und so weiter. Aus dieser Schöpfung ist einfach genial, ja. Wie ist es dann, wenn du draußen sitzt, stundenlang und es ist einfach nichts? Ja, es ist schon manchmal frustrierend, irgendwie so am Anfang. Ich hatte jetzt zum Beispiel da, wo ich den Hasen hatte, bin ich danach noch 4 Morgende, 1 bis 2 Stunden da gesessen. Nichts. Also sie sind schon wohl lang gehoppelt, die Tiere, ich habe sie schon gesehen, aber es ist keiner jetzt so rangegangen, dass da irgendwelche spektakulären Aufnahmen entstanden sind oder so. Aber irgendwie, also ist so, dass man gar nichts sieht, ist eigentlich eher selten, finde ich. Wenn man sich einfach mal still hinsetzt, sich nicht bewegt, leise ist und so weiter, ein paar Vögel, Geräusche oder so sieht man eigentlich immer. Aber es ist im Gesamten einfach so viel Leben, so viel Freude, Freiheit, die in dieser Natur noch vorhanden. Was, denke ich, sehr wichtig ist, auch einfach zu genießen in so einer stressigen Welt, wie wir auch heute haben. Auf meinem Kanal mache ich das eben auch gerne. Genau, das ist dann ein YouTube-Kanal auch, oder? Ja, das ist einfach mein Name, Josia Gartringer. Da zeige ich so Videos aus der Natur, aus dem Garten. Ich tue gerne im Garten arbeiten. Wir haben auch Hühner und Katzen und wir hatten noch mehr Tiere. Das reizt mich einfach irgendwie voll, so diese wilde Natur draußen zu entdecken, wo dann schöne Erlebnisse einfach auch entstehen, wenn man das so bewusst wahrnimmt. Sehr cool. Ja, habe mich sehr gefreut, dich hier in Schweden kennengelernt zu haben. Ja, danke, mich auch. Ich wünsche dir alles Gute für deine weiteren Fotografien. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt kann der Regen kommen. Auf jeden Fall spannend, was der Josia so alles schon erlebt hat draußen in der Natur und fotografisch und filmisch festgehalten hat. Ich hoffe, euch geht es genauso, dass ihr gerne rausgehen wollt, die Natur erleben, die Tiere fotografieren oder im Kopf behalten. In der Erinnerung ist ja auch schön. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch selber viel Zeit in der Natur und bis zum nächsten Mal hier in Jojos Camp.